Hallo, ich möchte für meinen nächsten Urlaub einen Häkelhut, Schlapphut häkeln aus einzelnen Motiven. Und zwar habe ich hier ein Glitzergarn, 50% Baumwolle und 50% Polyamid und Polyacryl. Und zwar ist das eine Lauflänge von 90 Meter auf 50 Gramm. Und wir brauchen noch einen Basteldraht, 200 cm feinbiegsamen Basteldraht. Mein Häkelhut aus Motiven ist für einen Kopfumfang von 54 bis 56 cm und mit einer Krempe, und der Hutumfang ist ca. 48 cm. Und hier seht ihr die Motive. Dafür brauchen wir insgesamt 9 für die Krempe und 6 für den oberen Hutrand. Und jetzt zeige ich euch, wie diese Motive gehäkelt werden. Insgesamt brauchen wir 15 Stück. Ich habe eine Nadel, eine Häkelnadel 4,5 mm. Also ich nehme 6 Luftmaschen auf und schließe die zu einem Ring. Und zwar mit einer Kettenmasche in die erste Masche. So, nun haben wir einen kleinen Ring und da häkeln wir jetzt 12 feste Maschen und 12 Luftmaschen rein, und zwar immer erstmal eine Luftmasche, eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche, immer im Wechsel. Dabei können wir den Anfangsfaden vernähen, den umhäkeln wir einfach. So, da haben wir 12 und jetzt schließen wir das mit einer Kettenmasche. Als nächstes die zweite Runde. Erst einmal 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und in die gleiche Masche noch 2 Stäbchen miteinander abhäkeln. Also das geht so. Da habe ich noch 2 Schlaufen auf der Nadel von dem ersten Stäbchen, also von dem zweiten Stäbchen. Das erste ist ja auch ein Stäbchen. Und nun kommt das dritte Stäbchen. So. Zwischen den 3 Stäbchenbündeln kommen immer 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und wir suchen uns hier die nächste Luftmaschenlücke. Und da machen wir jetzt wieder 3 Stäbchen rein, die wir miteinander abhäkeln. Ich zeige das gleich noch einmal. Jetzt 3 Luftmaschen dazwischen und nun wieder 3 Stäbchen.
3 Luftmaschen. Insgesamt haben wir dann 12 von diesen Bündeln. So, wir beenden diese zweite Runde mit einer Kettenmasche hier oben rein. In dieses erste Bündel eine Kettenmasche. Und nun machen wir noch eine Kettenmasche daneben in die Lücke, in die Brücke. So, nun kommt die dritte Reihe. Da machen wir 4 Luftmaschen. Und in die gleiche Brücke eine feste Masche, also die zweite praktisch. Da haben wir hier so einen kleinen Bogen. Direkt neben dem Bündel auch wieder eine feste Masche. Dann 3 Luftmaschen. 2, 3 und wieder in die gleiche Brücke eine feste Masche. Jetzt haben wir die zweite Brücke. So machen wir die ganze Runde. Allerdings an den Ecken müssen wir da noch eine Ecke häkeln. Die zeige ich euch jetzt. Jetzt kommt erstmal der dritte Bogen. Also zwischen den Ecken sind immer 3 Bögen. Jetzt haben wir hier die nächste Brücke, da machen wir eine feste Masche direkt rein, 3 Luftmaschen und eine feste Masche. So haben wir dann wieder noch einen Bogen gehäkelt und wir haben jetzt 3 Bögen, das heißt, jetzt kommt eine Ecke. Die Ecke sieht so aus, dass wir um diese Bündel diese 3 Luftmaschen häkeln. Also nicht in diese Brücke, sondern wir häkeln jetzt 3 Luftmaschen und direkt neben dem Bündel eine feste Masche. Jetzt haben wir hier eine Ecke. Sieht man noch nicht, aber das wird nachher so aussehen wie hier. Das ist dann diese Ecke. Hier zwischen sind immer 3 Bögen und eine Ecke. Das heißt, wir häkeln jetzt wieder diese 3 Bögen. Wir haben jetzt die feste Masche in der Brücke, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in diese gleiche Brücke. Das ist ein Bogen. Jetzt direkt in die nächste Brücke eine feste Masche, also ohne die Luftmaschen, weil wir machen ja keine Ecke. Jetzt kommen die 3 Luftmaschen und eine feste Masche in diese gleiche Brücke. So, jetzt haben wir aber erst 2 Bögen neben der Ecke. Das müssen wir noch mal kontrollieren zwischendurch, da kommt man ganz leicht durcheinander. So, jetzt hier auch wieder ohne Luftmaschen direkt in die nächste Brücke eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die gleiche Brücke. So, jetzt haben wir 3 Bögen, jetzt kommt unsere Ecke. Und zwar direkt 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die nächste Brücke. Da ist unsere Ecke, direkt über dem Bündel. Jetzt müssen wir wieder 3 Bögen häkeln. Das heißt, wieder 3 Luftmaschen und in die gleiche Brücke, also hier,
kommt die feste Masche rein. Dann da direkt in die nächste Brücke eine feste Masche und 3 Luftmaschen und direkt in die gleiche Brücke eine feste Masche. So. Jetzt haben wir aber erst 2 Bögen. Wir müssen noch eine häkeln und zwar bis zur nächsten Ecke. Also wieder eine feste Masche ohne Luftmaschen. In die nächste Brücke dann 3 Luftmaschen und in die gleiche Brücke eine feste Masche. 1, 2, 3. Hier ist die Ecke. Jetzt kommt die Ecke auf dieser Seite. Also direkt 3 Luftmaschen. Dazwischen ist unser Bündel. Genau, hier ist die Ecke. Und wir enden jetzt mit einer Ecke über diesem Bündel. Das heißt 3 Luftmaschen und eine Kettenmasche in die erste Luftmasche. So. Das war die 3. Runde. Jetzt kommt die 4. Runde. Das ist die letzte Runde. Und jetzt kommen die ausgeprägten Ecken, die wir ja mit einer festen Masche, 3 Stäbchen und einer festen Masche machen. Und die ist aber noch nicht am Anfang, die haben wir ja gerade gehäkelt. Also jetzt häkeln wir erstmal in den nächsten Bogen eine Kettenmasche. So. Und eine Luftmasche. Zusätzlich für diesen Bogen noch 2 feste Maschen. Eigentlich 3 feste Maschen, aber die eine Luftmasche gilt als eine feste Masche. Also das heißt, in jedem Bogen zwischen den Ecken machen wir 3 feste Maschen. Eine haben wir jetzt schon. Und der Übergang in den nächsten Bogen, also den gibt es nicht. Wir häkeln einfach eine feste Masche in den nächsten Bogen rein. Hier. 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Und in den nächsten Bogen 1, 2, 3. Jetzt kommt eine Ecke. Das heißt, in diese Ecke eine feste Masche, 3 Stäbchen, eine feste Masche. So. So sieht das aus. Jetzt sind wir auf der Seite. Das heißt wieder 3 feste Maschen in jeden Bogen. So, und jetzt kommt die Ecke. Man muss das gut im Blick haben. Das ist ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man schon mehrere Motive gehäkelt hat, dann sieht man das. Dann hat man da einen Blick für. Das heißt, hier ist hier wieder die Ecke. So, nun kommt die letzte Ecke, bevor wir die Arbeit schließen mit einer Kettenmasche. So, wir haben jetzt 9 für die Krempe und 6 für den oberen Hutrand. Und wir machen jetzt erstmal den oberen Hutrand. Wir verbinden, ich zeige euch das mal hier, das sind 2, die legen wir rechts aufeinander. Vernähen wir die beiden Seiten mit dem Überwendlingsstich.
dieses sichtbare Maschenglied, das eine und auf der anderen Seite das andere. Somit liegen auf der Vorderseite jeweils die andere Hälfte der Abmaschglieder in 2 Reihen nebeneinander. So, jetzt nehmen wir den nächsten. Ich gehe einfach mal hier so durch. So, nun nehmen wir, also wir drehen das jetzt erstmal um. Das ist jetzt die Vorderseite. Und da nehmen wir jetzt am oberen Rand 60 Maschen auf. Das heißt, es sind 6 Motive, je Motiv 10 Maschen. Feste Maschen. Wir häkeln in Spiralrunden. Jetzt kommt die zweite Runde und da häkeln wir jede 9. und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 häkeln wir zusammen ab. Wir müssen ja kleiner werden. Das heißt, in jeder Runde nehmen wir jetzt ab. Und wir häkeln in Spiralrunden weiter. Das heißt, eine habe ich schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nun die 9. und 10. 9. und 10. Da haben wir 3 Schlaufen, die maschen wir jetzt alle zusammen ab. So, jetzt haben wir 2 Maschen zusammen abgehäkelt. Jetzt geht es wieder los. 1, 2, 3 und so weiter die ganze Runde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Am Ende der Runde haben wir 54 Maschen. Nun kommt die dritte Runde. Da nehmen wir jede 8. und 9. Masche ab. Das heißt, am Ende der Runde haben wir 48 feste Maschen. Also jede 8. und 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nun 8. und 9. zusammen abmaschen und wieder von vorne 1, 2.
Nun kommt die vierte Runde und da häkeln wir 48 feste Maschen ohne Zu- und Abnahmen. Einmal rum. Ihr könnt auch einen Maschenmarkierer hier reinnehmen. Aber ich habe den Faden, da sehe ich, wo ich angefangen bin. Fünfte Runde kommt jetzt. Jede siebte und achte Masche zusammen abmaschen, ergibt am Ende der Runde 42 feste Maschen. Als erstes 6 feste Maschen und die siebte und achte zusammen abmaschen. 3, 4, 5, 6 und nun siebte und achte zusammen und wieder von vorne. Nun kommt die sechste Runde, da häkeln wir 42 feste Maschen ohne Abnahmen. Einmal rum. Nun kommt die siebte Runde, da häkeln wir jede sechste und siebte Masche zusammen ab und haben am Ende der Runde 36 feste Maschen. Nun kommt die achte Runde und da häkeln wir jede fünfte und sechste Masche zusammen ab. Am Ende der Runde haben wir 30 Maschen. Nun kommt die neunte Runde und da häkeln wir jede vierte und fünfte Masche zusammen ab und haben am Ende der Runde 24 feste Maschen. Also erstmal 3. Und die vierte und fünfte zusammen abmaschen. Die ganze Runde. Nun kommt die zehnte Runde. Da häkeln wir jede dritte und vierte Masche zusammen ab und haben noch 18 feste Maschen am Ende der Runde. Nun kommt die 11. Runde und wir maschen jede zweite und dritte ab. Und am Ende der Runde haben wir 9 feste Maschen übrig. Nun kommt die 12. Runde. Da maschen wir immer 2 zusammen ab. Dann haben wir noch 5 und die 5 Maschen, die noch übrig bleiben, die ziehen wir mit einem Restfaden durch und ziehen den Faden an und dann vernähen wir den Faden. So, am besten ihr knickt das so, sonst könnt ihr da nicht mehr rein. Also für immer 2 Maschen zusammen ab. Häkeln. Nun über die Unterseite des Motivs Ring 2 Runden feste Maschen häkeln. Dabei in der ersten Runde über jedes Motiv 13 feste Maschen. Das sind dann insgesamt 78 feste Maschen.
Also jetzt haben wir 2 Runden fertig. Das legen wir jetzt erstmal beiseite und nun kommt die Krempe und da haben wir noch 9 Motive, die wir jetzt auch zusammennähen, genau wie wir das vorher gemacht haben. Das heißt in einem Maschenglied mit dem Überwendlingsstich und dann zum Kreis zusammennähen. So, jetzt haben wir die 9 Motive zusammengenäht und nun behäkeln wir die obere, ich drehe das mal rum auf die rechte Seite, den oberen Rand, den behäkeln wir jetzt und zwar jedes Motiv mit 9 Maschen, also 9 Maschen pro Motiv sind in der Runde 81 Maschen und so wird der Rand eingehalten. Das ist ja einfach zu breit. Also pro Motiv 9 Maschen. Fangen wir mal hier an. Also jede zweite, dritte Masche und dann kommt das hin mit dem 9 Maschen und dann wälzt sich das hier etwas. Also bei dem nächsten Motiv auch wieder 9 Maschen. So, wir haben jetzt die erste Runde fertig. Jetzt haben wir 81 Maschen. Jetzt häkeln wir noch eine zweite Runde. Dabei nehmen wir 3 Maschen ab, verteilt. Dann haben wir am Ende der zweiten Runde 78 feste Maschen. Und dann die Arbeit mit einer Kettenmasche beenden. Das heißt, wir häkeln jetzt einfach mal immer noch in Spiralrunden die zweite Runde, also keine Kettenmasche. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt müssen wir die beiden Teile zusammenhäkeln und zwar drehen wir die erstmal um, das machen wir von der Innenseite. Wir häkeln den Rand jetzt zusammen. Ich hatte hier ja noch einen Faden hängen lassen. Genau, hier ist eine Schlaufe. Und zwar gehen wir da auch immer nur in das eine Maschenglied, also dieses erste Maschenglied rein. Feste Maschen häkeln wir. Wir haben ja oben 78 Maschen und an der Krempe 78. Somit geht das genau auf. Also von der Innenseite zusammenhäkeln.
Zum Schluss noch den äußeren Krempenrand mit einer Runde festen Maschen umhäkeln. Dabei über jedem Motiv 18 bis 21 feste Maschen häkeln, damit der Rand sich ein bisschen wellt. Und gleichzeitig könnt ihr auch ein Draht mit einführen, dann mit verhäkeln. Und dann ist der Hut fertig. Die Fäden vernähen.